Tja, und du? Das ist eindeutig. Klatsch erst ab, wenn du so weit bist. Die sind doch fast so schnell wie wir. Der Tag der Abfahrt fühlt sich sehr unwirklich an. Was war das? Oh, das ist aber, guck mal. Das ist aber jetzt gelb. Aber du merkst auch, also ich habe ja ausgeatmet, ne? Ja. Da müsste eigentlich viel CO2 sein. Das kam aber erst relativ spät, ne? Und dann schlagartig. Es muss ja, es ist eine chemische Reaktion. Entschuldige, die braucht einen Moment Zeit. Mhm. Ja, wir können es ja nochmal probieren. Jetzt ist. Tja, und du? Der CO2-Tester ist dafür da, nachzuweisen, ob im internen Kühlkreislauf Abgase ankommen. Und das wäre ein Zeichen dafür, dass die Zylinderkopfdichtung ein Leck Richtung internes Kühlsystem hat. Und dieser Test ist eine relativ günstige Möglichkeit, das festzustellen. Der Test kostet ca. 20 €. Wir verlinken euch den unten. Der Laie soll das jetzt erklären. Weil Farben sind meine Spezialität. Das Blau, das ist der CO2-Tester und wir haben jetzt eine zweite Runde gemacht, weil die erste Runde war Türkis. Die hatte die Farbe von unserem Waschzuber, das war nicht richtig. Wir haben jetzt noch mal ein bisschen recherchiert, wie es richtig geht und wir haben es jetzt noch mal gemacht und das ist genau die gleiche Farbe, die es hatte, als es reingekommen ist. Und das ist eindeutig. Der Hersteller sagt bei kaltem Motor und dann den Motor kurz ein bisschen hochlaufen lassen und dann einfach ein paar Minuten laufen lassen. Also der Motor war jetzt handwarm, wir haben ihn 10 Minuten laufen lassen, das sieht gut aus. Der erste Test war so semi, der zweite ist auf jeden Fall blau und für mich als Farbspezialist ist das ein gutes Ergebnis. Es ist auch definitiv nicht gelb. Die Bedienungsanleitung sagt, nach wenigen Minuten sehen Sie ein Testergebnis. Genau, und also wenige Minuten ist weniger als 10 Minuten nach Rücksprache mit unseren Freunden, die das schon gemacht haben. Die haben gesagt, es geht recht schnell und deutlich unter 10 Minuten. Und das haben wir jetzt einfach mal 10 Minuten laufen lassen. Und es blubbert auch so gut wie nichts. So. Also unserer Laienmeinung nach und der Netzergebnis und der Freundesbesprechungsergebnis sagt, das Ergebnis ist gut. Ja, also es ist nach wie vor nicht eindeutig. Also nur sich darauf verlassen, glaube ich, ist nicht so ganz eindeutig, weil auch teilweise im Netz gesagt wird, jede Farbänderung ist nicht okay. Aber ich glaube, wir haben ja mehrere Indikatoren. Nämlich wir haben zum einen kein Wasser mehr im Öl. Das hatten wir anfangs so. Und wir haben jetzt den Motor seit dem 3. Ölwechsel vielleicht 5-6 Stunden schon laufen lassen. Ich habe kein neues Wasser im Öl, bei 3-mal laufen lassen insgesamt. Das geht relativ schnell. Also es reichen eigentlich 100 Milliliter auf 5 Liter, also 100 Milliliter Wasser auf 5 Liter Öl, um diese schaumige Masse zu produzieren. Das haben wir also nicht. Wir haben auch kein Öl im Kühlwasser. Das würde bedeuten, dass die Zylinderkopfdichtung in diese Richtung offen ist. Und wir haben auch keinen Kühlmittelverlust. Das würde darauf hindeuten, dass das anfängt zu kochen, weil es heiße Abgase hat. Dann hätte sich das auch eindeutig verfärbt. Und wir haben auch sonst keine Auffälligkeiten. Der Motor springt gut an, er läuft gut, er raucht nicht besonders. Insofern glaube ich, können wir alles zusammen jetzt als positives Zeichen werten und sagen, wir können losfahren. Und ich bin deswegen ziemlich erleichtert oder sehr erleichtert, weil Das sieht aber nicht so aus. am Anfang hatte der Mechaniker ja gesagt, weil er Wasser im Öl gesehen hat und wir danach darüber geredet haben, wie geht es denn weiter, hat er gesagt, kein Euro mehr in diesen Motor. Dann waren wir relativ schnell bei, verdammt nochmal, wir brauchen einen neuen Motor, 20.000 Euro. Also wir sind praktisch von 20.000 über, ich muss die Zylinderkopfdichtung vielleicht selber tauschen für einen Materialwert von 300 Euro. Jetzt auf, nee, aber eigentlich reicht das.
Und das ist eine sehr gute Nachricht, weil 20.000 € neuer Motor hätte möglicherweise das schnelle Ende unserer Reise bedeutet. Und so heißt es zumindest, wir können losfahren und das beobachten. Das heißt, die Saison kann beginnen. Die einzige Entscheidung, die wir jetzt noch treffen müssen, ist, ob ich die Zylinderkopfdichtung jetzt trotzdem noch kaufe. Vorteil ist, ich hätte für 300 € das dann alles an Bord. Und wenn ich wirklich in die missliche Lage gerate, dann kann ich das halt mit wenig Liegeplatzgebühr in der Marina abbilden oder vielleicht sogar, wenn ich jemanden treffe, der das kann und der es mit mir zusammen macht, vielleicht sogar in der Bucht abbilden oder erledigen. Ja. Jo. Ich klatsch noch nicht ab. Du musst dich jetzt erstmal entscheiden. Klatsch erst ab, wenn du so weit bist. Bevor wir ablegen können, wollen wir noch einmal mit unseren Freunden aus dem Hafen gemeinsam segeln gehen. Und es ist das erste Mal, dass wir das neue Boot mit den neuen Segeln tatsächlich auch segeln. Wir sind verblüfft, erstaunt und sehr erfreut, wie gut das Boot auch bei wenig Wind läuft. Hatten wir doch erwartet, dass aufgrund des Gewichts des Bootes wenig Wind so gut wie gar nichts bringt. Doch das Boot läuft gut und wir genießen den Wind, die Sonne und die Zeit mit den gemeinsamen Freunden. Die sind doch fast so schnell wie wir. Was sagtest du? Das ist ja fast so schnell wie wir. Ja, klar. Wir sind auf dem Weg einzukaufen. Einkaufen heißt, wir legen ab, also erst morgen, aber wir bereiten uns darauf vor. Und Marion kann jetzt auch langsam mal abklatschen, weil... Ja, wir fahren ab. Christoph hat sich entschieden. Komm. Wozu hast du dich entschieden? Die Zylinderkopfdichtung habe ich bestellt, weil ja, haben ist besser als brauchen. Und ich habe von ein paar Langfahrern gehört, die hatten eine an Bord und haben sie nie gebraucht. Und das ist Marions Segel-Regenschirmprinzip. Ja, das Regenschirmprinzip. Wenn ich einen Regenschirm dabei habe, regnet es nicht. Habe ich keinen dabei, regnet es. Genau. Also wir nehmen sie an Bord. Drehmomentschlüssel habe ich auch. Die Zylinderkopfdichtung wird vielleicht nicht rechtzeitig ankommen, aber Oskar hier im Hafen hat sich bereit erklärt, uns sie nachzuschicken. Also vielen Dank, Oskar. Ganz großartig. Wir lassen die uns an einen TO-Stützpunkt nachschicken, den TO, falls ihr den noch nicht kennt. Wir verlinken euch das mal unten, könnt ihr euch anschauen für alle Langfahrer und alle, die unterwegs sind und alle auf dem Segelboot. Das ist wirklich ein toller Verein. Ja, macht Sinn. Wir brauchen vor allem frische Lebensmittel, weil die haben wir aufgebraucht durch den Zwischenfall mit der Dieselpumpe. Und ansonsten haben wir aber sehr viel gestaut. Wir waren ja schon einmal groß einkaufen, bevor das passiert ist mit der Dieselpumpe. Wir wollten ja schon abfahren. Was wir gekauft haben, warum und wie, das, wenn euch das interessiert, unsere Proviantierungsgedanken und wie wir da dran gehen, dann schreibt uns doch einen Kommentar, dann machen wir das nehmen wir das mal in einem anderen Video auf. Und wir sind wirklich voll bis oben hin. Die Schränke sind voll und Pilotbett ist voll. Also viel mehr geht gar nicht mehr in dieses Boot rein. Außer für frische Sachen brauchen wir so schnell keinen Laden mehr. Es gibt viel Autonomie, da kann man sich dann auch mal entscheiden. Ich fahre jetzt 5 Tage durch, wenn man das möchte. Das ist großartig. Außerdem fehlen noch Kleinigkeiten für das Grabbag. Wir hatten bisher, muss ich gestehen, kein Grabbag, nicht mal über die Biskaya. Das wollen wir dringend nachholen. Und auch wenn wir jetzt nur kurze Distanzen segeln, da wollen wir noch 2, 3 Sachen dafür holen. Los geht's. Los geht's. Ich gehe jetzt Pizza holen. Das Wichtigste im Laden überhaupt, ne? Genau. Das ist die wir die letzten 1,5 Jahre uns immer geholt haben. 2? Ja.
Ja, ich weiß, kann man selber machen. Machen wir auch manchmal. In letzter Zeit sind wir ein bisschen faul geworden. Der letzte Joghurt für Monate. Ich brauche den immer zum Frühstücken, aber den kriegt man hier relativ schwer. Und wer sich über die ganzen Fender auf der Steuerbordseite von Arriva, jetzt sage ich Arriva, von der Lalicorne wundert, das liegt daran, wir hatten hier einen Nachbar, der ist uns reingefahren, der lag hier und ist uns reingefahren und hat eine Schramme verursacht, seitdem hängen da die ganzen Fender, weil das ist sein Liegeplatz und wir wissen nicht, wo er ist. Es kann aber sein, dass er jederzeit wiederkommt und deswegen haben wir da die ganzen Fender hängen. Na, wie sieht's aus? Windig. Wäsche aufhängen, waschen, advance. Wir haben gesagt, wir waschen heute mal nochmal durch, weil hier haben wir Wasser und Strom im Überfluss und ist natürlich blöd, wenn ausgerechnet dann irgendwie 25 Knoten Wind sind. Aber Vorteil ist, so schnell war die Wäsche noch nie trocken. Ne? Dafür habe ich jetzt auch eine Sturmfrisur. Gerade von draußen rein. Der Tag der Abfahrt fühlt sich sehr unwirklich an und war absolut turbulent die letzten 24 Stunden. Erzählen wir gleich. Jetzt teste ich aber nochmal das Motoröl und dann fahren wir erstmal. Hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, es sind ganz leichte graue Schlieren drin. Ist das scharf, Marian? Es ist scharf. Jetzt nicht mehr, wenn du näher kommst. Ist es scharf? Den Abstand halten, ja. Okay, also es sind ganz leichte graue Schlieren drin. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Auf dem Finger ist es noch Öl. Aber es sind eindeutig Schaumschlieren wieder drin, graue Schlieren. Ich habe gestern zweimal Schlieren gesehen. Ich habe es jetzt gestern noch mal über eine halbe Stunde laufen lassen. Der Motor wurde noch mal warm. Also ich sehe jetzt keine mehr. Dennoch, ich bin der Meinung, dass der Ölspiegel auch ganz leicht steigt. Ich werde jetzt noch mal 2 Schübe abpumpen, damit ich auf jeden Fall unter Max bin. Jetzt hat das Öl noch mal, ich kann es euch noch mal zeigen, wirklich gut ausgesehen. So sieht es jetzt aus. Aber man sieht vielleicht auch, es ist oberhalb von Max und ich pumpe noch mal kurz was ab und dann geht's los. Oh Mann. Das war wohl unsere Abfahrt. Ja, also das wäre jetzt gespielt, wenn wir sagen würden, die Laune ist gut. Die Laune ist absolut am Boden. War das zweite Mal, dass wir jetzt versucht haben abzulegen. Ich hatte gestern Abend das Öl noch geprüft, hatte leichte graue Schlieren drin festgestellt, mir aber gedacht, naja, das beobachten wir jetzt erstmal, wir fahren, aber da hinten steht das Öl. Es ist eindeutig schon eine Emulsion von Öl und Wasser. Und das macht keinen Sinn. Wir müssten jetzt praktisch jeden zweiten, dritten Tag einen Ölwechsel machen. Spätestens jede Woche. Das macht keinen Sinn, weil das wird immer schlimmer. Und alle unsere Tests haben ja gezeigt, dass die Dichtung zwar dicht ist, was Gas angeht, aber was Wasser angeht, konnten wir es ja nur visuell prüfen. Und das war bisher negativ.
nichts dazu sagen. Was soll ich jetzt noch sagen? Ja. Wir hatten die Schlüssel schon abgegeben, wir haben uns abgemeldet, wir haben allen Freunden Tschüss gesagt, wir haben allen Dienstleistern Tschüss gesagt. Wir versuchen jetzt als allererstes mal den Liegeplatz zu verlängern und die Hafenschlüssel wiederzubekommen, und dann werde ich mich dran machen, den Motor zu zerlegen. Zerlegen kann ich ja schon, auch wenn die Teile noch nicht da sind, und ja. Ja, ist wenigstens alles schon bestellt. Ja. Also es ist ein Unterschied zwischen Wochenendsegeln und Langzeitsegeln, weil ein Wochenendsegler sagt, ja gut, dann fahre ich jetzt nach Hause, besuche Tante Hilde und mache ich das nächste Woche, oder der Dienstleister macht das in der Woche. Wenn du aber schon so lange in dem Hafen bist und eigentlich auch das Konzept hast, du willst schöne Sachen auch filmen und schöne Sachen erleben und die auch teilen, dann ist das nicht gut. Also wir machen jetzt die Kamera aus, wir sortieren uns erstmal und melden uns später nochmal. Eine Stunde nach dem Schock. Marion ist gut da drin, Stimmungsaufheller zu produzieren. Heute hat sie ein Kaffeedessert gezaubert. So sieht das aus. Das ist aus Wassereis und Kaffee und hat auch thematisch einen Bezug, würde ich mal sagen. Ja, Spaß beiseite. Jedenfalls ist das sehr lecker. Kaffee mit Eis bei der Wärme genau das Richtige. Wir haben die Zusage, dass wir, falls es soweit kommt, noch mal einen Monat länger hier bleiben können. Also weiß ich, kann jetzt anfangen zu zerlegen und dann mache ich das auch gleich. Also, Krönchen zurechtrücken, aufstehen, weitermachen. Oder was sagst du, Marion? Magst du was sagen? Kaffeecrema Großproduktion. Ich habe mich mit der Menge ein bisschen verschätzt. Das hat was vom Motoröl, ne? Ja, jetzt ist es auch eher Kaffee und keine Crema mehr. Sag mal. Eiswürfel, kaltes Wasser, Puderzucker und Instant Coffee. Und es funktioniert anscheinend wirklich nur mit Instant Coffee. Ich hatte das schon mal versucht mit, was war denn das letzte Mal, als es so schief ging? Einfach so kalten Kaffee. Es hat nicht funktioniert. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall scheint es nur mit Instant Kaffee zu klappen. Und das ist mein dritter Versuch und der sieht jetzt richtig gut aus. Ja, und ist Ja. auch super lecker. Ja, und das ist kalorienarm. Weil es ist nur ein bisschen Puderzucker drin, keine Sahne. Das ist keine Sahne. So, ich will es jetzt aber auch genießen, bevor es komplett setz dich hin. ist. Wir hatten gerade das Thema, ob man an Karma glaubt und wenn ja, was uns das Karma sagen will, dass wir zum zweiten Mal mit dem Motor und dem Boot nicht abfahren dürfen. Was ist eure Interpretation? Was sagt uns das Karma? Sollen wir Barcelona noch genießen? Sollen wir uns mit dem Boot noch ein bisschen besser vertraut machen? Was ist so eure Interpretation? Wir kommen noch ein bisschen runter und dann fange ich an zu schrauben.